Habe die Ehre. Es ist Dienstag, 7 Uhr in der Früh. Mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zu Double Jump, deinem werktäglichen Games News Podcast. Auf Double Jump präsentiere ich dir Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh die wichtigsten Games News des Tages. Um keine Episode zu verpassen, um Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh automatisch mit den wichtigsten Games News des Tages in deiner Podcast-App informiert zu werden, abonniere den Podcast jetzt auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder generell jeder Podcast-App deiner Wahl. Sobald du abonniert bist, wird deine Podcast-App automatisch jede neue Folge von Double Jump herunterladen und du kannst jeden Morgen ab 7 Uhr in der Früh auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule oder in die Uni jederzeit die neuesten und wichtigsten Games News des Tages zuhören. Heute reden wir über die folgenden Themen und zwar, wie es aussieht, gibt es für Mixer keinen unter Anführungszeichen Ninja Effekt, Kirbys Namensvetter John Kirby ist gestorben, PlayStation 4 System Update 7.0 kommt diese Woche und ehemaliger Nintendo of America Chef Reggie Fils Aimé wird in die Internationale Videogame Hall of Fame eingeführt. Ganz kurz zusammengefasst, Twitch ist noch immer der Streaming King. Die Datenanalysenfirma Stream Elements hat die aktuellen Streamer-Daten weltweit des dritten Quartals 2019 zusammengefasst und ausgewertet. Dabei haben sie herausgefunden, dass Twitch sogar ohne Ninja noch weiter gewachsen ist, weil im letzten Quartal sind 75% aller verbrachten Stunden auf Streaming-Services auf Twitch verbracht wurden. Direkt gefolgt ist das von YouTube, wo 17% aller Streaming-Stunden verbracht wurden und sogar Facebook ist noch vor Mixer, nämlich weil Facebook konnte 3,7% aller Streaming-Stunden im dritten Quartal für sich beanspruchen und danach kommt erst Mixer mit 3,4%. Mixer ist seit dem Aufkauf von Ninja auch nur um 0,2% gewachsen. Ninja hat zwar weiterhin viele Zuseher auf Mixer, aber im Endeffekt war's das schon. Fortnite ist auch einfach nicht mehr so interessant wie früher. Wie es aussieht, läuft derzeit WoW Classic Fortnite den Rang ab. Da wäre es aufgrund den Aufkauf von Ninja und aufgrund der ehemaligen Aktion im Sommer, dass ein Monat Mixer Premium gratis war, wäre es interessant zu sehen, wie die Premium-Abonnentenzahlen beim Mixer im Vergleich zu Twitch sind. Denn die Premium-Abonnentenzahlen, das kann dank dem Mixer-Deal von Ninja derzeit komplett anders aussehen im Vergleich zu Twitch. Wer weiß, vielleicht hat Ninja nun auf Mixer mehr bezahlende Kunden, als er sie je auf Twitch hatte. Der Namensvetter von Nintendos rosenen Staubsauger ist leider gestorben. John Kirby, Nintendos Anwalt in damals ihrer wichtigsten Phase im Aufbau des Unternehmens, ist im Alter von 79 Jahren an Krebs gestorben. Er ist auch der Mensch, in dessen Ehren Kirby, die rosene, pinke Ballfigur Nintendos, die seit den 80ern in zahlreichen Jump'n'Runs und allen möglichen Nintendo-Games aufgetreten ist, Kirby benannt wurde. John Kirby hatte auch eine sehr illustre Karriere, denn als Anwalt fand sein ursprüngliches Gerichtsjahr gegen Ende des Studiums bereits während dem Civil Rights Movement in den 60er Jahren statt. In den 60ern arbeitete er in ehemals segregierten Gegenden und half Schwarzen, die unter gewohnten Rassismus litten. Danach ging er weiter, als das Movement endete, in die Wall Street, von dort kam er zu Nintendo und in den 80er Jahren hatte er seinen größten Entertainment-Law-Fall überhaupt. Denn in den 80ern hatte Universal Studios Nintendo geklagt, denn Universal war der Meinung, dass Donkey Kong ein Copyright-Verstoß von King Kong wäre. John Kirby hatte die Klage eindeutig gewonnen, denn er konnte erfolgreich gegen Universal argumentieren mit dem Argument, dass Universal selbst schon 1975 gesagt hatte, dass King Kong selbst gegen keine Copyrights verstoße, denn King Kong selbst sei im öffentlichen Besitz. Und der Gewinn dieser Klage ist genau der Grund, warum Nintendo heutzutage so weltberühmt ist, wie es ist. Denn Donkey Kong war wahrscheinlich die wichtigste Marke überhaupt im Aufbau von Nintendo. Denn ohne Donkey Kong gäbe es kein Mario Bros., wodurch es kein Super Mario Bros. Auf dem NES gegeben hätte. Dann ist auch fraglich, ob es überhaupt ein NES gegeben hätte. Und Nintendo hat sich eben wirklich massiv dankbar gezeigt in den letzten Jahrzehnten dafür bei John Kirby. Zum einen haben sie ihm ein Segelboot geschenkt, welches die Donkey Kong benannt wurde und nach dem Segelboot haben sie eben Kirby genannt,
Wenn man das Obituary durchliest, wenn man sein wirklich Lebenswerk durchliest, hat man das Gefühl, dass er ein sehr interessantes Leben hatte und dass er es wirklich gut gelebt hatte. Möge John Kirby in Frieden ruhen. In der Nacht auf gestern hatte Sony PlayStation 4 Firmware 7.0 auf ihren Blog angekündigt und Firmware 7.0 bringt einige Quality of Life Änderungen für Online-Play. Bislang konnten Gamer gemeinsam in Gruppen von bis zu 8 Spielern gemeinsam in PlayStation Network Partys spielen. Diese Partys werden nun ohne Qualitätsverluste auf 16 Spieler erhöht. Seit geraumer Zeit bietet Sony ja auch Remote Play an, einen lokalen Dienst, mit dem du PlayStation 4 Games auf Smartphones, Tablets und so weiter innerhalb deines WLAN streamen kannst. Und ab dieser Woche mit System Update 7.0 wird Remote Play auch für Android-Phones aller Art verfügbar. Bislang war es nur für iOS, also iPhone, iPad, wie auch bei Android für die Sony Xperia-Handys verfügbar. Remote Play bleibt aber vorerst weiterhin nur im hausinternen WLAN möglich, heißt, da es kein mobiles Datennetz unterstützen wird am Handy, ist Remote Play unterwegs weiterhin nicht möglich. Heißt, unterwegs wird noch immer vorerst noch Nintendo Switch das Nonplusultra bleiben. Und last but not least, das letzte Story des Tages, eine höchst erfreuliche Story, die ich natürlich mit einem obligatorischen My Buddy is Reggie starten muss. Reggie Fils Aimé war ja von 2006 bis 2019 der Chef von Nintendo of America und vor 6 Monaten ist er bewusst in den Ruhestand gegangen. Und wie es aussieht, ist er jemand, der sich im Ruhestand nicht zur Ruhe setzt, denn er scheint wirklich ein sehr cooles Renaissance-Man-Leben zu führen. Denn momentan scheint er einfach alles zu machen, was produktiv ist und was ihm Spaß macht. Nun wurde er von der International Video Game Hall of Fame mit dem Walter Day Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Die International Video Game Hall of Fame ist eine Hall of Fame, die, wie der Titel es schon sagt, Industriegrößen, E-Sports-Gamer und international auszeichnet, sodass diese unvergesslich bleiben. Und Walter Day, nachdem der Award mit dem Reggie Fils Aimé ausgezeichnet wurde, war ebenfalls ein Unternehmer wie Reggie Fils Aimé. Walter Day war der erste Unternehmer, der das Wettbewerbspotenzial von Videogames erkannt hat. Mit Arcade-Wettbewerben quer durch den USA war er in den 80ern der absolute Vorreiter der E-Sport-Szene und hat in den 80ern eine große Firma aufgebaut, die heute in der E-Sport-Szene noch immer existiert. Und zwar Twin Galaxies. Twin Galaxies ist auch in der Gründung und in der derzeitigen Betreibung der Hall of Fame involviert. Twin Galaxies und die International Video Game Hall of Fame haben Reggie mit einem sehr coolen Video gefeiert, als sie den Award überreicht haben, und Reggies Dankesrede in seinem Büro ist auch auf Video veröffentlicht. Beide Videos findet ihr wie immer in den Shownotes auf www.doublejump.at verlinkt, wie auch in der Beschreibung der heutigen Episode. Das war's dann für heute, meine Damen und Herren. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, tut mir bitte den Gefallen und geht in Apple Podcasts, hinterlasst mir dort ein Abonnement und hinterlasst mir eine Bewertung, denn Apple Podcast ist weiterhin die weltgrößte Podcast-App und Apple Podcast funktioniert sehr wie YouTube. Das bedeutet, zum einen kommen die meisten neuen Zuhörer zu einem Podcast über Apple Podcast und zum anderen, wie neue Zuhörer einen Podcast entdecken, das geht genauso über Algorithmen wie bei Google, was wiederum dazu führt, dass Bewertungen und Kommentare, egal ob positiv oder negativ, den jeweiligen Einfluss darauf haben, wann und wie ein Podcast jemand gezeigt wird. Und wie bei YouTube geht's da um die Bewertungs- und Abonnement-Aktivität. Da geht's nicht um die positive Seite davon, weshalb ich irrsinnig dankbar für beides bin. Egal, ob du jetzt positiv oder negativ bewertest, ich bin schon irrsinnig dankbar, dass du überhaupt eine Aktivität hinterlässt. Jede Apple Podcast Bewertung und jedes Apple Podcast Kommentar lese ich auch immer in der darauf folgenden Episode am Tag danach am Ende der jeweiligen Episode laut vor. Und wenn ein Kommentar interessant ist, werde ich es auch direkt noch persönlich neben dem Vorlesen dann auch noch im Podcast beantworten. Und das war's dann für die heutige Episode, meine Damen und Herren. Ich muss mich nun auf den Weg zur Arbeit machen. Mein Name ist Daniel Muletz, das war Double Jump und ich höre euch wieder morgen um 7 Uhr in der Früh bei der nächsten Episode von Double Jump, deinem werktäglichen Games News Podcast. Habe die Ehre.